Hey Leute, ich begrüße euch zum vierten Update der Microscale Brickworld. Ja, eigentlich hatte ich ja heute vor, mit euch das Wasser zu bauen, beziehungsweise einen Teil des Wassers, um euch schon mal zu zeigen, was ich mir da für eine Optik überlegt habe und für eine Bauweise. Aber wie das so ist mit Plänen, manchmal muss man sie über Bord werfen und das ist in dem Fall auch so. Mir ist da noch eine bessere Idee gekommen, dafür habe ich aber leider die Plates nicht da, also müssen wir das einmal ein Update nach hinten schieben. Ich denke, das macht mehr Sinn. Aber ich möchte halt trotzdem euch was zeigen und wir wollen ja später hier in dem komplett blauen Bereich unsere Kanalstadt entstehen lassen, wo natürlich auch einige Häuser dann am Wasser stehen werden. Und da brauchen wir jetzt ein weiteres Haus. Und das wird dann hier links neben unserem ersten Haus-Mock entstehen. Für die Leute, die sich das Update noch nicht angeschaut haben mit dem ersten Haus, ja, würde mich freuen, wenn ihr da noch mal reinschaut. Da habe ich das im Speedbild gebaut. Das werde ich diesmal nicht machen. Diesmal werde ich immer wieder so Unterbrechungen machen, um euch zu zeigen, was ich für Bauweisen habe, was ich für Überlegungen habe. Bevor ich aber zu diesem zweiten Haus komme, was wir jetzt bauen, möchte ich noch kurz auf die Kommentare eingehen vom letzten Update. Erstmal vielen, vielen Dank für euer positives Feedback. Hat mich total gefreut, auch die fleißigen Kommentare beziehungsweise die zahlreichen Kommentare, die geschrieben wurden. Ja, gerne weiter so. Auch an die Leute, die noch nicht geschrieben haben, auch eure Meinung interessiert mich, was ihr hierüber denkt, wie es euch gefällt. Also haut da mal in die Tasten. Da gehe ich auch direkt mal auf einen Kommentar ein von dem Roger. Roger, du hast mir empfohlen, am Eingang die Säulen doch alle in Light Blue Gray zu machen. Ja, wie du sehen kannst, ich bin deinem Rat gefolgt. Fokus, wir haben alles in Light Blue Gray. Die Dark Blue Gray Round Bricks, die hier in der Mitte drin waren, die habe ich rausgenommen. Keine Ahnung, was ich mir dabei überlegt habe. Ich meinte irgendwie die Optik damit noch so ein bisschen was Besonderes zu setzen, aber nein, das sieht so viel besser aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dann hast du auch noch den Tipp, dass wir doch diese Fenster, die wir hier überall gebaut haben, mit diesem Plate Modified, hier habe ich vorne mal so einen gelben hingelegt, doch damit ja nach hinten versetzen können. Also quasi nach dem Prinzip Brick auf Plate Modified, einmal nach hinten umdrehen und dann so den Versatz erzeugen. Genau, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte leider noch nicht diese Plate Modified in diesem Dark Tender. Die Lieferung ist dann 2 Tage später gekommen. Ich wollte aber trotzdem das Update hochladen und habe dann deswegen die Dark Ten Fliesen genommen und habe ja dann eine anders die Stabilität erzeugt. Aber vielen, vielen Dank für den Tipp. Das zeigt, du hast gut aufgepasst. Genau, und jetzt fangen wir an mit dem zweiten Haus. Da werden wir nicht diese Tenttöne verwenden, sondern möchte ich eher, ja, ich gehe davon aus, dass ich was Weißes nehmen werde, natürlich mit ein, zwei anderen Farben gemischt. Also seid da mal gespannt. Diesmal habe ich auch keinen Prototyp gebaut. Also ich baue jetzt einfach drauf los und nehme euch auf dem Weg mit. Alles klar, dann starten wir mal jetzt mit dem Bau. So, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel gebaut habe, ich kann euch natürlich jetzt super die Bautechniken hier zeigen, die ich verwende, um so eine Tür zu bauen, um die Fenster zu bauen und auch wie ich diesen Versatz dann hinkriege, dass das Fenster so ein bisschen im Fensterrahmen verschwindet, sage ich mal. Hier rechts habe ich jetzt schon das transparente Fenster eingesetzt. Ich denke, das sieht später klasse aus, wenn wir dann innen eine Beleuchtung haben und das dann nach außen scheint. Hier links könnt ihr erkennen, habe ich einen Brick Modified. Ja, da können wir dann später noch die Fliese dran setzen, um diese Optik hier an den Fenstern zu kriegen. Jetzt drehe ich das einmal, damit ich euch das mit der Tür und dem Fenster mal genauer zeigen kann. Da habe ich schon 2 Plate Modified hingesetzt, ja in dem Fall hier die grünen. Und da kommen jetzt gleich unsere Fenster und Türen drauf. Als Tür habe ich mir Folgendes überlegt. Da habe ich einmal so ein Bracket genommen. Da könnt ihr erkennen, in Light Blue Gray in dem Fall. Ist aber uninteressant die Farbe und hier ist die Tür. Da nehmen wir jetzt mal einen Grünton mit diesem Ten-Rahmen. Ich habe da schon so ein Bild vor Augen, aber ja, warten wir mal ab, wie das später aussieht. Genau, und diese Tür, die können wir jetzt, bevor wir die da draufsetzen, mache ich aber noch eine Sache. Da kommt jetzt noch eine Plate Modified drauf. Im Endeffekt die gleichen, die wir schon verwendet haben. Warum und weshalb zeige ich euch gleich. So, und diese Tür wird jetzt einfach nur hier drauf geklackt. Und jetzt könnt ihr hier sehen, wie schön der Versatz der Tür aussieht im Türrahmen. Genau, und auf diese Plate Modified setzen wir jetzt die Fliese, damit wir dann vorne über der Tür auch diesen Türrahmen haben. Genau, und das passt perfekt. So, jetzt könnt ihr das hier sehen. Dann zu dem Fenster ist ein ähnliches Prinzip. Da nehmen wir auch so ein Bracket mit diesen, ja,
auch mit diesen Trans Clear Plates. Und den setzen wir jetzt auch hier auf unsere Plate Modified. So baue ich hier bei dem Haus die Fenster und jetzt baue ich mal einfach weiter. So, das Erdgeschoss ist fertig gebaut, wie ihr sehen könnt. Hauptsächlich in weiß gehalten. Ich habe dann doch ein bisschen Ten mit reingemischt, aber nur ganz dezent. Im ersten Obergeschoss werden wir einen anderen Farbton verwenden. Da habe ich mir schon was überlegt, da muss ich jetzt gleich aber erstmal die Steine zusammensuchen. Genau. Die Fenster sind eingesetzt. Bei der Tür habe ich eine kleine Veränderung vorgenommen. Da habe ich eine Plate mit so einer Rille eingesetzt. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob euch das besser gefällt oder wie es vorher war, die glatte Tür. Jetzt würde ich auch einmal das Haus für euch drehen, damit ihr euch das Ganze mal von hinten ansehen könnt. So, jetzt könnt ihr euch die Rückseite mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe auch extra ein bisschen die Beleuchtung geändert, damit dieses transparente Fenster mal einfach ein bisschen besser rüberkommt, wie das aussieht, wenn von innen nach außen Licht scheint. Und ich finde, das sieht einfach klasse aus, aber schreibt mir dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, dann habe ich die Verzierung an der Tür, die habe ich von der Vorderseite übernommen, diese nennen wir mal Haifischzähne. Aber sonst habe ich hier schon eine andere Optik gewählt auf der Rückseite, weil ich die Rückseite bzw. die Vorderseite nicht 1:1 kopieren wollte. Habe hier eine braune Tür gewählt, auch hier am Mauerwerk. Da habe ich andere Farbtöne so mit eingebaut. Da ist halt im Endeffekt schon ein bisschen der Putz abgebröckelt. Könnte sein, ne, von der Feuchtigkeit vom Wasser hier unten. Dann führt hier die Treppe runter zu unserem Bootsanleger, der im Endeffekt genau über dem Wasser grenzen wird, weil das Wasser ja wie gesagt einen Brick hoch sein wird. Dann habe ich hier oben auf das weiße Mauerwerk schon Plate Modified gesetzt, um jetzt gleich die erste Etage ein bisschen das Mauerwerk nach hinten zu versetzen, um da nochmal eine andere Optik zu erzielen. Und ja, ich habe Gott sei Dank noch genug Steine von dem Farbton gefunden, den ich haben wollte. Ich baue jetzt direkt weiter und zeige euch den nächsten Fortschritt. So, die erste Etage ist dann auch komplett fertig gebaut. Hier habe ich mich dann, wie ihr sehen könnt, für den Nougat-Farbton entschieden, was das Mauerwerk angeht. Die äußeren Ränder vom Mauerwerk habe ich in weiß gelassen und die habe ich ja auch nicht nach hinten versetzt. Genau, die Fenster habe ich in grün gewählt, um diesen Farbton der Tür hier wieder aufzugreifen. Und ja, ich wollte ja sowieso mal ein bisschen mit Farben experimentieren, mal schauen, was man noch so Farben benutzen kann. Nicht immer nur weiß, grau und ten. Und ja, ich finde, das sieht klasse aus. Aber dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann habe ich hier oben schon wieder die Plate Modified draufgesetzt, um dann unsere zweite Etage, die ich jetzt baue, auch so nach hinten zu versetzen, wie wir das hier in der ersten Etage gemacht haben. Jetzt drehe ich das einmal, dann könnt ihr euch die Rückseite anschauen. Die sieht nämlich ein bisschen anders aus. Hier könnt ihr dann die kleine Veränderung sehen im Vergleich zur Vorderseite. Und zwar habe ich mich hier für bodentiefe Fenster entschieden mit Fensterläden. Da haben wir dann die Fliesen auf diese Brick Modifieds gedrückt, die wir auch schon mal eben hier bei den Fenstern benutzt haben. Und sonst hier dann diese beiden Einzelfenster, genau wie auf der Vorderseite. Ja, und jetzt baue ich dann auch die komplette zweite Etage fertig und zeige euch dann, wie die zweite Etage aussieht. Eine ganz kurze Sache, vor allem für die Leute, die heute das erste Mal auf meinem Kanal sind. Ich wollte euch nur ganz kurz erklären, warum ich hier so ein Loch gelassen habe. Das ist im Endeffekt für die Beleuchtung, die wir hier später reinsetzen werden. Die Kabel und so muss ich ja hier reinführen und darum lasse ich da direkt das Loch, damit ich das nicht später alles wieder aufreißen muss. Hinzu kommt ja noch, dass wir als nächstes dann wieder hier ein Haus nebendran setzen und somit dann das Loch hier auch verschwindet und man das nicht mehr sehen kann. So, und jetzt baue ich dann endlich die zweite Etage fertig. Ich habe dann die Ausrichtung der grünen Fenster in der ersten Etage doch nochmal geändert. Ja, gefällt mir jetzt so irgendwie besser. Dann habe ich aber vor allem hier gestoppt, um euch nochmal die Bautechniken zu zeigen, weil ich hier ein bisschen andere Bautechniken verwendet habe als in den anderen Etagen. Hier habe ich so ein Bracket genommen und habe dann hier die Plates gegengesetzt. Daneben habe ich es aber ganz anders gelöst, weil ich ja die gleiche Höhe erzielen muss von den Fenstern und der Fliese hier. Und da habe ich zwei normale Steine, einmal einer einfach umgedreht und dann hinten an diesem Brick Modified befestigt. Daneben die beiden einzelnen bodentiefen Fenster mit den Rillen. Da habe ich transparente Plates hintergesetzt, weil ich denke, dass wir es so schaffen, dass das Licht wieder von innen nach außen scheint. So, und jetzt baue ich die komplette Etage dann mal nach oben. Hier könnt ihr jetzt erkennen, dass ich mit der zweiten Etage auch fertig bin. Ich habe hier nochmal den Farbton aus der Erdetage genommen. Also wir haben das Ganze auch in weiß gebaut hier oben.
Und natürlich, wie eben schon zu sehen war, die Fenster in grün. Oben auf das Mauerwerk habe ich Plate Modified draufgesetzt mit dem Noppen, um später das Dach richtig zu fixieren und dass wir da nochmal mehr Stabilität kriegen. Habe ich hier an der Seite, habe ich auch nochmal eine Plate reingesetzt, damit wir das Haus stabil kriegen. Jetzt gehe ich einmal rum, damit ihr auch die Rückseite noch mal kurz sehen könnt. Ist im Endeffekt nach dem ähnlichen Prinzip gebaut wie die Vorderseite. Hier bin ich mir allgemein noch ein bisschen unsicher, ob ich die Anordnung der Fenster oben so lasse oder ob ich dieses breite Fenster vielleicht auch in die Mitte setze, so wie wir das hier unten bei der Etage gemacht haben. Genau, das kann sein, dass ich mich da nochmal umentscheide. So, und jetzt könnt ihr live dabei sein, wenn ich das Dach draufsetze auf unser zweites Microscale-Haus. Da habe ich mich eher für ein schlichtes Dach entschieden. Nicht so viele Verzierungen oder sowas dran. Habe nur hier oben, ja, sowas wie eine Lüftung soll das darstellen. Dieser Plate Modified mit den Rillen drin, die so angeschrägt sind. Ja, und somit sind wir auch mit unserem zweiten Haus fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt bitte fleißig in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ja, und dann kann ich auch nur noch sagen, ich wünsche euch alles Gute, macht euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.